Ja, heute möchte ich mal ein paar einfache Tipps geben für alle, die jetzt neu mit dem Reisemobil unterwegs sind. Und da geht es um die Erstausstattung der einfachsten technischen Sachen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, fangen wir mal mit einer einfachen Geschichte an. Wasser auffüllen beim Wohnmobil in den Tank füllen. Ja, da braucht man teilweise eine Gießkanne. Eine einfache 10 Liter Gießkanne habe ich hier. Ganz einfach deshalb, weil nicht überall hat man einen Wasseranschluss, so dass man einen Schlauch anschließen kann. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man eine Gießkanne hat, um jetzt vielleicht einige Kannen dort aufzufüllen. Und wer jetzt so ein bisschen den Füllstutzen unglücklich sitzen hat, der sollte vielleicht sich so ein Schläuchchen hier dran machen. Bekommt man im Campinghandel, so ein einfacher Schlauch hier, der ist ein bisschen flexibel, sodass man, wenn man den Einfüllstutzen irgendwie so ein bisschen unglücklich sitzen hat, besser einfüllen kann. Dann habe ich hier noch, ich habe hier also einiges hier rumstehen, dann so eine Schüssel zum Abwaschen ist auch nicht verkehrt. Wir machen gerne Folgendes: Wenn wir irgendwie abwaschen, Geschirr, schmutziges, sehr stark verschmutztes Geschirr, dann machen wir das gerne draußen. Und wir würden auch nicht gerne diese Fettgeschichte im Abwassertank haben, weil man weiß nicht, ob sich das da nicht irgendwo festsetzt und nachher zu irgendwelchen Störungen führt. Deshalb haben wir so eine Waschschüssel dabei. Damit können wir zur Not draußen vor dem Mobil abwaschen, oder man hat dort eine Abwischmöglichkeit auf dem Stellplatz oder Campingplatz, wo man dann sein Geschirr abwäscht. Dann würde ich vorschlagen auch, dass man einen Eimer dabei hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man ihn brauchen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt Abwasser wegbringt, ist eine Möglichkeit. Oder man will ein bisschen was waschen am Fahrzeug, dann hat man die Möglichkeit, mit einem Eimer und Lappen das Mobil mal ein bisschen zu reinigen. Ich habe mir dann noch mal so einen anderen Eimer zugelegt, hoppla, der vielleicht auch nicht verkehrt ist, weil der so flach ist, kann man den unter das Mobil und unter den Abwasseranschluss stellen. Das heißt, ich habe den hier bei mir hier unten und er passt dann hier drunter, sodass ich dort zur Not Abwasser reinlaufen lassen kann und wegbringen kann. Also das so mal der Geschichte Wasser. Dann habe ich hier Schläuche zum Befüllen für meinen Wassertank. Ich habe mir Folgendes gemacht, das habe ich an anderer Stelle auch schon erklärt und erzählt. Ich habe zwei verschiedene Längen. Einen etwas kürzeren, ich schätze mal so 5 Meter, und einen von 10 Meter. Sodass ich also, je nach Gelegenheit, wenn ich einen langen Schlauch brauche, stecke ich die beiden zusammen, um zum Wasseranschluss zu kommen. Oder manchmal sind es nur ein paar Meter, dann reicht mir dieser 5 Meter Anschluss. Dann habe ich Folgendes gemacht: Damit mir da im Mobil nicht das Wasser wegläuft oder rausläuft aus dem Schlauch, falls da noch ein bisschen was drin sein sollte. Ich schütte so lange, bis alles raus ist. Habe ich aber hier so ein Verbindungsstück drin. So kann ich die beiden Enden zusammenstecken und damit kann kein Wasser mehr mir irgendwo in mein Staufach laufen, was hier noch im Schlauch sein sollte. Dann ist es auch wichtig, dass man Anschlüsse für den Wasserhahn hat. Meistens sind an den Stellplätzen und Campingplätzen keine Anschlüsse da, weil die immer geklaut werden oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich verschiedene Größen im Zollbereich, Halbzoll, Viertelzoll, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mir nur im Handel verschiedene Größen besorgt und die habe ich immer dabei, sodass ich dann immer die Möglichkeit habe, meinen Anschluss dann entsprechend an den Wasserhahn anzubringen, um dann Wasser zu zapfen. Dann nochmal ein Tipp zum Tankdeckel, Wassertankdeckel. Also, ich glaube, das ist vielen schon passiert, dass sie diesen Deckel einfach irgendwo mal vergessen haben, nicht wieder drauf gemacht haben. Der Nachbar kommt, erzählt einem irgendwas und man ist so beschäftigt, so bums, vergisst man den Deckel wieder drauf zu machen und fährt weg. Und bei der nächsten Gelegenheit sieht man, oh, gar kein Deckel mehr drauf. Also da kann ich nur den Tipp geben, Folgendes zu machen. Wenn ihr den abnehmt, steckt den vielleicht in die Hosentasche, wenn möglich. Aber nie irgendwo hinlegen auf dem Anschluss da, wo man Wasser zapft. Dann besser ins Mobil legen, denn dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich den vergessen habe, hinterher irgendwann wieder drauf zu machen und der ist nicht weg. Also da nochmal so der Tipp: Nicht irgendwo unten hinlegen, sondern in die Tasche stecken oder ins Mobil legen. Das war der Tipp nochmal zu der Geschichte Wasser. Ja, jetzt zum Thema Strom, Kabel. Ja, ich habe hier eine 50 Meter Rolle Kabel stehen und ich glaube, die sollte jeder auch haben. Nicht immer braucht man 50 Meter,
Aber ich habe schon gehabt, dass ich einen Platz hatte und die Steckdosen, die direkt in der Nähe waren, die waren alle besetzt. So musste ich von weiter her mir den Strom holen. Und dann ist es ganz schön, wenn man doch ein paar Meter mehr hat. Also wer die Möglichkeit hat und auch nicht unbedingt am Gewicht sparen muss, der sollte sich 50 Meter Kabeltrommel mitnehmen und dann nach Möglichkeit auch ein Gummikabel, nicht so Kunststoffkabel, denn das wird im Winter so hart und steif und ist nicht so schön. Also ein vernünftiges Gummikabel ist da schon mal nicht schlecht. Dann ist es nicht verkehrt, wenn man mal darauf achtet, wie viel man über die Trommel ziehen kann an Strom, an Leistung, wenn sie zum Beispiel noch aufgewickelt ist. Bei dieser Trommel kann man bis zu 1300 Watt kann ich im aufgerollten Zustand bei dieser Trommel ziehen und bis zu 3600 Watt abgerollt. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, denn sonst löst die Sicherung hier aus und Strom ist weg und man weiß vielleicht manchmal gar nicht warum. Das ist also so ein Punkt, den man also auch beachten sollte, wenn man sich so eine Kabeltrommel zulegt. Dann gibt es ja verschiedene Anschlüsse. Wir haben hier an der Kabeltrommel ja den normalen 230 Volt Stecker. Aber viele Stellplätze, Campingplätze haben ja diesen CE-Stecker. Also muss man da eventuell einen Adapter haben. Wenn man jetzt nur so eine Trommel hat mit diesem normalen Stecker, dann gibt es solche Adapter, gibt es in verschiedener Form. Ich habe jetzt hier mit so einem kurzen Kabel da kann man dann eben diesen hier reinstecken, diesen 230 Volt Stecker, und man hat dann den CE-Stecker, sodass man dann darüber seine Stromversorgung hat. Ich habe noch ein weiteres Kabel, das muss man nicht haben. Ich habe mir noch mal so ein 20 Meter Kabel zugelegt. Mir ist sogar schon passiert, dass 50 Meter nicht gereicht haben. Dann hatte ich noch mal so ein 20 Meter. Hier habe ich an beiden Enden das über CE-Stecker, sodass das dann auch einwandfrei möglich ist. Dann bin ich der Meinung, dass man vielleicht auch eine Dreifach-Steckdose haben sollte. Die sieht schon ein bisschen runtergekommen aus, die ist schon ein bisschen älter, die habe ich schon ein bisschen länger. Aber diese Dose, die kann ich natürlich nur über, weil hier wieder dieser dieser CE-Stecker dran ist, kann ich natürlich nur hier drüber wieder betreiben. Die habe ich dann draußen liegen. Die haben Deckel drauf, sodass man also da nicht unbedingt Angst haben muss, dass da was reinkommt oder reinregnet. Die lege ich dann auch unters Mobil, habe dann damit die Möglichkeit draußen, sei es ich habe eine Elektroplatte oder irgendwelche anderen Geräte, die ich elektrisch anschließen will, die habe ich dann die Möglichkeit draußen anzuschließen. Das ist also auch nicht verkehrt, wenn man sowas dabei hat. Ja, das war das Thema. Ach nee, jetzt habe ich ja noch eine Geschichte vergessen. Und zwar habe ich mir, das ist so eine LED, so ein kleines LED-Lämpchen hier auf 230 Volt mit so einem Stecker hier dran. Die steckt man hier, dann kann man so eine Steckdose stecken. Damit mache ich Folgendes. Ich nutze das mit einem kurzen Kabel. Habe ich das jetzt hier nicht gerade liegen? Doch, habe ich da. Und zwar, muss ich mal eben schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Stromsäule gehe und ich habe einen CE-Stecker, mit dem anderen kann ich auch mit der Kabeltrommel machen, gehe ich hin, stecke rein und diese LED-Leuchte leuchtet auf und ich sehe Strom drauf. Denn das habe ich oft erlebt, dass die Leute stundenlang versuchen dann an der Kabeltrommel, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich muss ja erstmal wissen, kommt überhaupt an dem Stromkasten da Strom an, und dann sehe ich das hier, die leuchtet dann auf, diese Lampe, und somit weiß ich, aha, da ist Strom. Somit muss ich dann letztendlich auch in meinem Mobil Strom haben. Kann dann das Ding auch rausnehmen und im Mobil irgendwo reinstecken und sofort sehen, aha, die leuchtet auf, Strom ist da. Ja, dann vielleicht noch das dazu zum Strom, oder allgemein passt das auch. Wir haben unseren Beutel gemacht mit Kleingeld, also mit Euromünzen. Die braucht man doch immer wieder, denn man hat oft auf Stellplätzen Stromsäulen mit Münzeinwurf, so dass man da münzen muss. Und es ist blöd, wenn einem dann ein Euro-Stück oder 50-Cent-Stück fehlt. Nicht nur beim Strom, auch bei End- und Versorgung muss oft gemünzt werden. Das heißt also, ich brauche da Kleingeld, und dann ist es immer ganz schön, wenn man was dabei hat. Auch die Stellplatzgebühr teilweise an Parkautomaten muss bezahlt werden. Auch da brauchen wir Münzen. Also wir machen es so, gucken mal ins Portemonnaie, und wenn wir viel Kleingeld drin haben, werfen wir immer ein paar Stücke hier in diesen Beutel. Der ist jetzt hier schon ordentlich voll, und so haben wir immer genug Kleingeld dabei, wenn wir auf Reisen sind. Jetzt zum Thema Gas und Gasgrill, mit dem Gasgrill. Viele nehmen ja so einen Gasgrill mit, um dort drauf zu kochen, zu grillen und so weiter. Und da gibt es dann ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich betreibe den Grill über die Gasflasche, dann muss ich rausnehmen, dann muss ich dafür einen Anschluss haben und einen Regler haben. Oder
so wie wir oder ich das hier habe. Ich habe hier einen Gasaußenanschluss und kann dort mit dem Schlauch rangehen und brauche keinen Regler und kann darüber meinen Grill betreiben. Da wäre noch mein Tipp, dass den Schlauch, den Gasschlauch zwischen Anschluss und Grill nicht zu kurz, denn wenn man da nur 1 Meter hat, dann steht man hier so fast direkt vor dem Mobil und das ist natürlich nicht so schön. Also ich habe hier so 1,5 bis 2 Meter Schlauch und so kann ich dann also entsprechend weit weggehen von meinem Mobil, um zu grillen. Also das nochmal zum Thema Grill, Gasgrill und Schlauch. Was ich auch immer sehr angenehm finde, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, draußen was aufzuhängen, Wäscheleine hat, also irgendwo, wo man ein Handtuch aufhängen kann oder was immer man auch aufhängen möchte. Und da habe ich jetzt hier, das habe ich mal im Supermarkt gekauft, also so 2 Saugnäpfe mit einer Leine dazwischen, die kann man am Mobil festmachen, ist nichts Dolles, aber man hat zumindest die Möglichkeit, da ein Handtuch oder einen Lappen oder was auch immer aufzuhängen, um das draußen trocknen zu lassen. Man kann natürlich auch, ich habe mir hier nochmal so ein einfaches Band da gemacht, mit so einer Rolle hier, damit kann ich dann zwischen Bäume eine Leine spannen, um jetzt zum Beispiel Wäsche zu trocknen. Also wer dann länger unterwegs ist, braucht das vielleicht, also sollte man vielleicht dran denken, sowas mitzunehmen. Dann habe ich, was auch immer wichtig ist, meine ich, dass man Klebeband dabei hat, also so ein Gewebeklebeband. Sollte man irgendwo mal undichte Stelle haben oder irgendwo was kaputt haben, kann man mit Klebeband viel erreichen und viel wieder reparieren. Das gibt es natürlich auch noch so in durchsichtiger Form. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo was kaputt gefahren hat, ist mir schon passiert, ich habe mir das Rücklicht hinten kaputt gefahren beim Rückwärtsfahren, dann hat man so ein durchsichtiges Klebeband und klebt damit den Riss oder was auch immer kaputt gegangen ist, wieder zu, sodass auch kein Wasser reinkommt. Also wäre nicht verkehrt, sowas dabei zu haben. Jetzt noch mal eine ganz einfache Geschichte, das ist eine Matte vor dem Mobil. Vergessen auch viele. Also wir haben hier draußen liegen eine Matte und direkt auf der Stufe noch mal eine liegen. Ist immer ganz schön, wenn man sich die Füße ordentlich abputzen kann, wenn man mit den Schuhen ins Mobil geht. Einige ziehen sich ja draußen die Schuhe aus. Auch dann, wenn man die Schuhe auszieht, ist es angenehm, weil man dann erstmal auf eine Matte treten kann und nicht auf so einer Metallstufe ist, die vielleicht kalt ist. Also da würde ich immer sagen, nimmt so eine einfache Matte mit, gibt welche für Außenbereich, die also auch ein bisschen den Regen abkönnen. Also da wäre das nicht verkehrt, wenn man sowas da mal vor dem Mobil liegen hat. Ja, dann habe ich noch den Tipp und der ist wichtig, glaube ich, Auffahrkeile. Also die sollte man haben. Einer reicht nicht, man braucht mindestens 2, besser vielleicht sogar noch 3, je nachdem wie die Lage gerade so mal ist. Also da sollte man sich schon vernünftige, stabile beschaffen und die auch mal dabei haben, denn es ist oft so, dass Stellplätze irgendwo hängt es oder es ist schief in der Ebene oder was auch immer. Also da kann ich nur empfehlen, mindestens 2, besser noch 3 solche Auffahrkeile mitzunehmen. Ja, jetzt habe ich hier nochmal einen Werkzeugkoffer auf den Tisch gestellt. Das ist ja mein Werkzeugkoffer, den ich immer mitnehme. Also man sollte auch ein bisschen Werkzeug dabei haben. Muss vielleicht nicht so großer Koffer sein wie dieser hier. Wenn man da so ein bisschen was hat, Zange, Schraubenzieher und ja, ich weiß nicht, da muss jeder selber mal sehen, was er da so meint, was er braucht. Nicht jeder ist auch technisch begabt, so dass er überhaupt was machen kann. Aber ich habe jeweils was dabei und finde das also auch ganz gut und brauche das auch. Was bei mir zum Beispiel wichtig ist, ist zum Beispiel so ein Schraubenzieher bzw. ein Schlüssel, um die Radkappen abzunehmen. Das ist so ein Spezialschlüssel, damit man die nicht klauen kann. Gibt es da so einen Spezialschraubendreher und sowas muss man dabei haben. Wenn man solche Radkappen hat, muss man vielleicht dran denken. Ja, was ich jetzt noch habe, das ist vielleicht nicht für jeden was. Das hängt ja ein bisschen auch von der Größe des Mobils ab und auch von der Möglichkeit der Zuladung und so weiter. Also ich habe immer eine Leiter dabei. Ja, muss man nicht haben, aber bei meiner Höhe, bei meiner Größe hier des Mobils ist es ganz schön, wenn man mal die Fenster sauber machen will, dass man so eine Leiter dabei hat oder wenn irgendwas im oberen Bereich nicht mehr in Ordnung ist, wo man nachschauen muss, dann ist ganz schön, wenn man eine Leiter dabei ist. Dann habe ich noch zusätzlich so eine Teleskopleiter dabei. Die kann man bis zu 3 Meter oder über 3 Meter ausziehen und damit kann ich dann sogar oben aufs Dach, um da irgendwas zu machen. Also das nur für jemand, der jetzt auch ausreichend Platz und auch ausreichend Möglichkeiten hat, was die Zuladung betrifft.
Ja, das war's, was ich so ein bisschen hier als Zubehör erklären wollte für alle, die da neu mit dem Reisemobil unterwegs sind, die dann vielleicht noch nicht genau wissen, was sie mitnehmen sollen. Hoffe, das hilft so ein bisschen. Ich habe bestimmt das eine oder andere vergessen, aber das ist nun mal, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Ihr könnt mir auch gerne schreiben in den Kommentaren unter dem Video, was ich vergessen habe. Vielleicht mache ich noch mal ein neues Video über die Geschichten, die ich dann vergessen habe. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen und sage wie immer, bye bye, bis zum nächsten Mal.